Hey Traders, welcome, und Investoren kann ich gar nicht sagen, weil Scalping hat nun wirklich nur was mit Trading zu tun. Oil Inventories, heute ist noch der 24. Juli 2019. Wie immer, wir können keine offiziellen Anlageberatung tätigen oder Trading-Beratung tätigen, dient alles nur zu Ausbildungszwecken und Informationszwecken, und wir können mehr verlieren, als wir einzahlen. Ganz wichtig bei Futures-Kontrakten. Für die Futures-Trader, CFTC-Regel 441 ist in Effekt und Copyright ebenfalls. Wir hatten Oil Inventory, ähnlich wie die API-Zahlen die gestern schon einen höheren Headline-Draw als erwartet hatten, sehen wir auch hier einen höheren Headline-Draw. Hier sehen wir es. Aber wir müssen eben auch in die Produkte reingehen, in Cushing, da ist weniger Draw als erwartet, und wir müssen in Gasoline Stockpiling reingehen und in Distillate Stocks. Also wir müssen die Daten auch verstehen. Was ist passiert? Die Daten wurden genutzt, ich nenne das Bullshit News, um den Markt hoch zu manipulieren, und zwar über das gestrige Hoch. Und dort ist die institutionelle Short-Akkumulation weiter ausgeführt worden, die wir schon am Vortag gesehen hatten, ins Close hinein, und das nennen wir eine Normal Distribution, völlig normal. Das heißt, normalerweise oben geben bis zum POC, unten kaufen oder eine Full Rotation fahren, also komplett von oben durch den POC bis zum Bottom Edge und vom Bottom Edge durch den POC bis zum Top Edge. Was habe ich gehandelt? Ich habe folgendes Szenario gehandelt, und zwar den Angriff in die Stop-Loss-Liquidität. Wie wir gesehen haben, oder wie wir jetzt hier im Endeffekt sehen, wurde die Liquidität genutzt, um den Markt noch 50 Cent weiter abzuverkaufen. Insgesamt ist das der Break und jetzt der Hook bis zum Roll Reversal und dann wieder der Go runter. Aber nichtsdestotrotz, das war mir alles völlig egal. Die rote Linie ist das Top gewesen von der Value Area earlier on, und die grüne Linie Bottom. Und ich habe das, glaube ich, Montag habe ich mal kurz gesagt, ich erwarte, dass dieser Kontrakt aus dem Short herausgefahren wird, nach diesem Roll jetzt. Und wie gesagt, ich muss da gar nicht richtig liegen oder sonst irgendwas, nur was ich im Moment sehe, und ich wollte eben Short sein, weil die Qualität der Zahlen, Headline, ja, bullish, aber Bullshit, in die Zahl reingehen, realisieren, wird nur hoch manipuliert und gib ihm. So, und ich habe mir einen Spot ausgesucht, als wir, ich will auch nicht alles erklären, was unfair meinen Tradern gegenüber, die haben dafür Geld bezahlt, aber wir sehen hier eine Konstellation, da wo der rote Pfeil ist, den meine Trader sehr gut kennen. Und dann, wie gesagt, gib ihm. So, und jetzt schalte ich um und werde wie letztes Mal den Markt erzählen. Okay, auf der linken Seite sehe ich, dass ich unter mir Liquidität habe, 56,75 Area. Ich sehe auch hier, dass ich eine Value Area Bottom Edge habe, also davon wir von Blau zu Grau übergehen. Ja? Da wo eben hier gerade Buy-Limite absorbiert haben, darunter lege ich ein Sell Stop Market Order, Sell Stop. Das bedeutet, ich werde in den Short reingestoppt, wenn der Markt wenn der Markt 56,86 handelt, werde ich in den Markt reingestoppt. Wir haben gesehen, dass die 87, dass die gehalten hat. Da war kein weiteres Verkaufsinteresse. Die graue Box sagt neutrale Auktion, und wir sehen 156 grüne Kontrakte, die waren effektiv, den Markt nach oben zu bewegen. Wir sehen jetzt sogar bei der 56,88 ein Buy Iceberg. Ja? Wichtig ist, was passiert am POC? Wenn der Markt Short ist, wovon ich ausgehe, wird der POC abgewiesen. Wir handeln also jetzt leicht höher. Am POC selber zu handeln geht nur, wenn wir insgesamt Short sein wollen. Dann kann ich hier oben drauf hauen. Habe ich aber nicht gemacht, sondern ich habe gesagt, okay, wäre ein guter Einstieg gewesen, wie wir gleich sehen. Wir haben nämlich zur Linken, sehen wir da 1, 2, 3, 4 Rotationen nach links, sehen wir 31,84. Das ist ein Selling Iceberg. Und darüber 5. und 6. Rotation von rechts nach links gezählt, sehen wir 0 und 5 und 0 auf 2 jeweils mit Exhaustion Boxes. Also bei 57,03 gibt es kein weiteres Kaufinteresse. Keine weiteren Käufer. Das heißt, der Markt kann auch nicht weiter steigen, logischerweise. Der Selling Algo hat absorbiert, der wird gerade angegriffen. Da sehen wir das, 56,99. Und der Selling Algo schießt wieder rein. Und das waren jetzt 7, 8 Ticks sofort. Und das ist das Schwierige.
Und wir sehen oben in der Rotation 43,47. 43,47, derselbe Selling-Algo, vielleicht nicht derselbe, grammatikalisch falsch, aber ein weiterer Sell-Algo, Iceberg Order bei 56,99 haut da oben drauf. Okay? Aber wir fallen nicht, wir haben nicht genügend Interesse nach unten im Moment zu fallen. Wir brauchen also weitere aggressive Market Sell Orders, die durch die Geldbriefspanne hindurch durchzahlen sozusagen, um die Geldseiten abzuschießen. Was wir unten sehen, ist, dass wir im kumulativen Delta nicht sehr viel Aktion haben. Ja? Wir sind nicht am Tief und wir sehen in dem Rotationschart unten die roten und blauen Balken, da sehe ich im Moment bei der jetzigen Rotation überhaupt kein Interesse. Es gibt überhaupt keine Market Orders, die überhaupt auftauchen. Es ist also extrem dünn. Darunter das Volumen 272 Kontrakte ist nothing, ist nichts, gar nichts. Wo war denn das hohe Volumen? Das hohe Volumen war um 17:33 Uhr. Meine Trader wissen auch, warum wir auf welche Zeiten und wann wie schauen. Das ist nämlich sehr wichtig. Deswegen, nachdem ich die Oil Inventories verpasst hatte, weil ich nicht am Platz war, gibt es halt heute so ein Video. Jetzt sehen wir aggressive Market Sell Orders. Jetzt kommen sie rein und hier ist wichtig, wir sind am Bottom Edge of Value. Nochmal, alles was blau ist im Volumenprofil, ist die sogenannte Value Area. Ungefähr 2/3 aller Preise haben sich vom Volumen her zwischen diesen zwei Extrempunkten bewegt. Okay? Reine Statistik. Das ist völlig Latte, das ist Statistik. Wir sehen auch hier noch weitere, ich checke jetzt nach Liquidität unter uns, weil der Markt will Liquidität angreifen und mein Target ist, und jetzt bin ich short gegangen, 86, also 76. Ein Tick über der 75, ein Tick darüber. Aber ich sehe, dass Buy-Limite absorbieren im Moment. Das ist scheiße, weil es wird dann zu einer heftigen Marktbewegung kommen. Die sehen wir jetzt. Und das ist einfach Pech. Das ist nicht vorherzusehen. Ich weiß, ich will Short sein. Ich hätte konservativer hier oben Short sein können. Aber ich bin beim Ausbruch Short gegangen. Weil der ganze Tag über, den ganzen Tag, wir eine normale Distribution haben. Wir hatten noch keinen heftigen Move in Öl heute. Nach oben hin, das weiß ich, war nur Bullshit. Die wollen Short sein, die Kameraden, und wir werden nach unten hin durchrauschen. Also meine Richtung ist klar. Die ist mir vorher bekannt. 100%. Und heute weiß ich genau, diese Richtung will ich machen, weil ich die Inventories verpasst habe. Die Inventories selber kann ich hoch, runter, rechts, links scalpen, das ist Wahnsinn, weil die Vola da ist. Jetzt ist keine Vola im Markt, jetzt erwarte ich einen Ausbruch, eine Price Discovery gen Süden. Okay, super, habe ich hier wirklich Glück gehabt, dass wir Exhaustion hatten bei der 95, 56,95. Jetzt haben wir Exhaustion auf der 93. Und jetzt greifen wir nochmal nach unten an. Es ist wieder diese Value Area und wir müssen schauen, ob die Buy-Limite, die haben wir eben aufgebraucht, ob die sich jetzt entziehen. Die Buy-Limite nach unten verschwinden, dann rauschen wir durch. Wir sehen aggressive Verkäufer, das ist sehr gut, davon brauchen wir eine Menge. Und ich spüre schon im Urin sozusagen, dass es gleich rauschen wird. Das ist das typische Verhalten von Öl, bevor es gleich richtig knallt im Karton. Ich fühle mich also sehr, sehr wohl mit dem Short jetzt. Am liebsten hätte ich verdoppelt und verdreifacht, aber nicht jetzt übermütig werden. Es ist Sommer, es ist wenig Liquidität, also wir haben geopolitisches Risiko, aber dennoch, ich fühle mich wohl. Dass hier unten sich neutrales Volumen bildet, ist normal. Okay, wir haben so viel Exhaustion am POC, das ist ein Short, Ende der Durchsage. Es gibt da für mich darüber habe ich keine Frage. Die Frage ist nur, wann kommen die aggressiven Market Sell Orders rein und knüppeln hier rein. Und wenn die kommen, Ladies and Gentlemen, kommen die so schnell, dass du nicht gucken kannst. Deswegen ist es so schwierig, Öl ohne Software zu handeln. Meiner Meinung nach. Und meine Meinung ist ja völlig Latte. Ist ja nur meine Meinung. Ja? Kannst machen, was du willst, mir völlig wurscht. So, und hier sehe ich ein Verhalten, ein Verharren. Aber wir sehen, kumulatives Delta steigt, 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 steigt. Das sind Seller und die beißen sich durch die Buy-Limite durch. Aggressive Sell Orders, using up Buy-Limit Orders. So, das ist das Game, in dem wir uns befinden. Wenn du gar keine Ahnung hast, was das eine versus das andere ist, kannst du gar nicht mitspielen. Und jetzt haben wir nennen wir das bei uns in der Gruppe, und jetzt wird es gleich knallen. Immer dasselbe Verhalten und es wird so schnell gehen, jetzt sehen wir das. Withdrawal of Liquidity innerhalb von einer Nanosekunde, Withdrawal of Liquidity innerhalb von einer Nanosekunde, und das war es dann. Unglaublich. So, das war der Trade. Angriff reinstoppen lassen am Bottom Edge von Value, Angriff auf diese Liquidität und dann der Durchbruch.
Ich habe jetzt übrigens auch rausgefunden, was mit dem Mikro ist. Wird also jetzt in Zukunft nie wieder schlechtes Voice sein, schlechte Tonqualität. Hier vielleicht auch nochmal ganz schön zu sehen, die Bewegung, die wir gehandelt hatten. Wir hatten also hier unseren Bottom Edge of Value, 88 Area, und dann haben wir die Liquidität unter uns angegriffen. Das ist sehr, sehr wichtig, auch bis runter zu 5650, die Liquidität wurde auch angegriffen und jeweils diese hier unten auch. Ja? Was sehr schön zu sehen war für die Advanced Trader bei uns, wir haben in der Sekunde, wo wir eingeschlagen haben, hat Liquidität unter uns entzogen. Sie ist einfach weggegangen und ist über uns gegangen. Also sie ist von hier unten raus über uns gegangen. Und das ist ein sehr bärisches Zeichen. So, genug der freien Ausbildung. Wie gesagt, es ist unfair den Tradern gegenüber, die tatsächlich bei uns Teil im Team sind. Wir haben Fragen. Danke für die Fragen. Antonio, grüß dich erstmal. Antonio und ich kennen uns indirekt übers Internet seit, ich glaube, dem ersten Video. Gell? Da hast du noch gesagt, was für ein Chaos-Chart. Ich glaube, du bist auch ein ganz aktiver Trader. Kannst du diese Frequenz Tag für Tag handeln? Viele Märkte, das ist speziell nur für Öl. Also, Antonio, kannst du nicht. Du trittst gegen die Algos an. Und das Problem ist auch, wenn du sehr viel vorne liegst, sagen wir, du hast 2.000, 3.000 Euro gemacht oder Dollar und du tradest dann weiter, du kannst das Geld auch sehr schnell wieder abgeben. Die Königsdisziplin hier beim Scalpen ist, genau zu wissen, wann du es machst, in welchen Märkten und wann. Den Ölmarkt zu den Inventarzahlen ist deshalb für mich sehr opportun, weil die Volatilität extrem hoch ist, Antonio. Und bei hoher Volatilität habe ich recht wenig Risiko beim Scalpen. Ja? Also das Scalping ist eigentlich und eigentlich auch für risikoaverse Gehirne total super, weil du nur wenige Sekunden im Markt bist. Es ist aber auch für das Gehirn sehr, sehr schwierig, 100% diszipliniert zu bleiben die ganze Zeit, weil du sehr, sehr schnell ins Spielverhalten ausrutschen kannst. Und deshalb die Konzentration, wir üben das mit Meditation und Achtsamkeitsübungen, die Konzentration fokussiert für ein paar Minuten zu halten. Ja? Den Trade, den ich heute gezeigt habe, ist auch Scalping, ist eine Form von Scalping, aber sehr entspannt. Ich wusste ja, dass ich Short sein will, ich wusste, wo ich Short sein wollte. Ich hatte auch ein bisschen Glück, Antonio, gebe ich auch zu, dass ich bis auf einen Tick nicht ausgestoppt wurde, aber Glück kommt mit den Tüchtigen. Ja? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe die Analysen gefahren, ich wusste, was ich machen wollte. Nächstes Mal bin ich vielleicht wieder bei den Zahlen selber da, das ging heute leider nicht und dann gibt es da vielleicht einen Trade. Also ja, in Öl gibt es quasi jeden Tag Trades, aber du musst extrem versiert sein und auch wissen, wann du was machst und was du überhaupt auch sehen willst. Dann der Peter, danke, mich würde interessieren, wie lange Handel Scalpen in diesem Stil im Seminar behandelt wird zeitlich. Also Peter, es ist so, bisher, also das Seminar, wenn du auf unsere Seite gehst, zeigt, glaube ich, ganz deutlich, was wir machen. Wir machen Swing Trading Ausbildung im Forex für Berufstätige und gehen sehr viel in das auch Intraday Trading rein. Wir handeln aktiv Öl, Gold, S&P, also ES, Aktien. Ich gucke gerade jetzt mal wieder auf den Chart, weil letztes Mal habe ich ja wieder verpasst. Volatilität, Rohstoffindex, Dollarindex und Treasuries. So. Das kann man auch alles sehr gut verbinden, weil du aus dem Forex-Prozess, den wir ausbilden, institutionelles Verständnis bekommst für die globalen Märkte. Wo stehen wir im Wirtschaftszyklus, was wollen wir eigentlich long, was wollen wir short sein und darauf bauen sich auch Swing Trades auf. Ja? Besonders wichtig für dein Portfolio. Was wir also machen, sind quasi 3 Sektionen. Mein Wunsch ist es, Peter, dass du am Ende für dich ein Portfolio fährst, damit du überhaupt eine Rente haben kannst. Und nicht jeder kann sich die Kaufnebenkosten für Immobilien leisten. Es ist also schon tatsächlich günstiger, in Aktien und Anleihen reinzugehen, aufgrund der Transaktionskosten. Dann ein Swing Trading. Ein Swing Trading darf werden wie dein Geldautomat sozusagen. Wir zeigen aber auch extreme Trades, die wir aus dem COD sehen, die wir aber auch aus anderen Märkten angezeigt bekommen. Ich muss mal vorsichtig sein, weil es wäre wirklich unfair. Egal. Und dann gibt es das Scalping. Und für das Scalping werde ich oft angefragt, kannst du nicht ein Seminar machen, ein Webinar? Ja, Peter, aber das muss ja auch alles irgendwie sinnvoll sein. Wir bräuchten einen Raum, wir bräuchten irgendwie 6 Arbeitsplätze und dann müssten wir dort vernünftig arbeiten. Oder soll ich hier im Büro 6 Leute hinter mich setzen? Das ist ja Quatsch. Deshalb ist es bisher nur im 1:1 Coaching ausgebildet worden. Und das Problem ist sozusagen, ein One-on-One-Coaching, Zugriff auf mich bekommen nur Trader von uns. Also du musst quasi in die Firma eintreten, du musst quasi Teil von uns werden, damit du in die fortgeschrittene Ausbildung kommst. Und ja, fürs risikoaverse Gehirn ist das super, aber es ist leider auch die Königsklasse. Es ist extrem diffizil.
Meiner Meinung nach. Nicht, weil es komplex ist, überhaupt nicht komplex, lächerlich. Die Sachen kann ich dir in einem Tag beibringen, auf die du achten darfst. Die Umsetzung ist so schwierig. Die Umsetzung, weil das Gehirn so schnell dich Fehler machen lässt, wenn du nicht das perfekte Timing hast. Okay, Charting-Software, das ist NinjaTrader einfach. Und OFA, jemand hatte mich gefragt, schlechte Rezession im Internet. Also Rezessionen im Internet interessieren mich recht wenig. Ja? Es gibt Leute, die haben super Rezession, die haben eine Horrorsoftware oder Ausbildung. Es gibt Leute, die haben scheiß Rezession, die haben eine super Auswertung. Ich kenne den Programmierer bei OFA, ich arbeite seit Jahren damit, also seit vielen Jahren. Ich kenne die Rezession, ich habe mir die nicht angesehen. Ich bin extrem zufrieden. Ich habe den Programmierer auch gefragt, was ich gerne hätte und die haben das für mich gemacht. Ich kenne den CEO der Firma. Also ich habe überhaupt kein Beef mit denen. Ich kenne aber die anderen nicht. Ich glaube, es gibt Atas mittlerweile, das sind irgendwelche Russen. Ich weiß es nicht. NinjaTrader selber hat was nachgebaut, das ist wurscht. Und das andere ist Bookmap. Das finde ich sehr schön, das ist diese grafische Repräsentation des Orderbuchs. Ja? Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein einziges Bookmap-Seminar oder Webinar oder Video mir angeguckt. Brauche ich auch nicht, interessiert mich nicht. Ich kann die Software null, nix. Ich weiß nicht, was man hier machen kann, einstellen kann. Ich lade das Ding hoch, das kriege ich gerade auf die Reihe und alles, was ich hier sehe, muss ich sehen. Ich muss nicht, nochmal, das ist ja das Absurde, ich kann es mit einem 1-Minuten Trading View Chart handeln. Ja, das sind alles nur, um es noch leichter zu machen. Aber wenn du nicht traden kannst, wird dir das beste Werkzeug der Welt nicht helfen. Das ist wie die beste Golfausrüstung zu haben und du kannst nicht Golf spielen. Dann hast du die schlechteste Ausrüstung, aber du kannst einfach Golf spielen. Das ist einfach super dann. Ja? Hier ist sehr, sehr wichtig für uns, wo liegt Liquidität, wenn ich dir das zeige. Und wie verhält sich das Orderbuch? Und vor allen Dingen, wann ist der Entzug der Liquidität? Das andere, was ich manchmal benutze, ist, Wahnsinn, ist mir letzte Woche auch nicht eingefallen. Ne? Wow, ich suche es raus, ich zeige es euch nächste oder übernächste Woche. Okay, ich hoffe, die Fragen sind beantwortet. Vielen Dank dafür, fand ich super. Und wie gesagt, heute eine andere Art von Trade. Nicht so hektisch wie letztes Mal, weil nicht viel volatil da war, aber warten, dass wir aus der normalen Distribution ausbrechen. Normal Distribution, ja, und dann kommt der Ausbruch. Und ich wusste, ich will Short sein. Ich wusste es. So. Danke für die YouTube-Abonnenten, danke für die Newsletter-Abonnenten und wer Lust und Interesse hat, 28. bis 30. September. Und wie gesagt, es ist der Einstieg bei uns ins Team. Es geht nicht anders. Im Moment. Ja. Und im Moment bilde ich diese Art von Scalping für fortgeschrittene Trader nur im One-on-One aus. Aber wir schauen. Wir haben im September Sommerfest, auch nur für unsere Trader. Und dann besprechen wir das mal. Wir haben viele Futures-Trader, die gerne... Also ich habe viele Zuschriften bekommen von Leuten, die Interesse haben, mehr davon zu lernen. Und dann werde ich das natürlich für euch bauen. Es ist ja Quatsch, dass ich auf irgendwas bestehe, wenn euer Interesse darauf ausgerichtet ist. Ihr möchtet gerne genau das tiefer lernen. Dann machen wir das eben. Okay? Alles klar. Super. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Bye, bye.